Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli fighter jets under the command of the Northern Command struck more than 100 Hezbollah targets and eliminated dozens of terrorists across Lebanon. Among the targets was a rocket launcher used to attack Ma'alat Tarshiha, killing one civilian. Over the past day, the 146th Division has continued operations in southern Lebanon, with troops locating munitions and attacking dozens of terrorist targets, including anti-tank missile sites and military buildings. They also identified and killed Hezbollah terror cells by drone. The 91st Division continues to destroy tunnel openings, search for munitions, and eliminate terrorists. Over the past day, forces have found anti-aircraft missiles and maps, including Israeli targets for missile attacks. During the operations, the forces found a large number of munitions and rocket launchers placed in the hearts of civilians and aimed at northern Israeli communities. Seemingly ignoring the uproar of ultra-Orthodox cabinet members over the non-passage of the draft exemption law, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Finance Minister Bezalel Smotrich made clear that the cabinet meeting, that the budget vote, must be passed on time and according to the principles planned, stressing that they expect the ministers to support the matter in a timely manner. According to a statement from the Prime Minister's office, Netanyahu called on his cabinet ministers to hold talks with finance ministry officials ahead of discussion of next year's state budget within the cabinet on Thursday. Smotrich warned that a challenging wartime budget requires fiscal responsibility on the part of ministers in order to return the economy to a proper growth path after the fightings. In addition, the finance minister rejected an ultimatum by Housing Minister Yehadut HaTorah Yitzhak Goldknopf to advance the conscription exemption law ahead of the budget, saying it's not going to happen. The Georgian prosecutor's office announced that it was launching an investigation into alleged fraud in the parliamentary election results and summoned the country's president to detail allegations of fraud against the ruling party that won the vote. The announcement came 4 days after the opposition said there were irregularities in the parliamentary elections in the Caucasus country. According to the official results, the ruling Georgian Dream Democratic Georgia Party, in power since 2012, won with around 54% of the votes. A fire broke out at the shipyard of BAE Systems, Britain's largest defence contractor in northwest England, where nuclear power submarines for the British Royal Navy are built. There is no risk of nuclear contamination, police said on Wednesday. The plant in Barrow, in Furness, Cumbria, caught fire at dawn on Wednesday. The fire was described by the country's police as significant and was still being extinguished in the morning. 2 people were taken to hospital with symptoms of smoke inhalation. And finally, for the weather, it will be calm and starry in the evening. A slight cooling may begin tomorrow. The temperatures will average around 6 to 10 degrees Celsius in the morning and 15 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israelische Kampfjets unter dem Kommando des Nordkommandos haben im gesamten Libanon mehr als 100 Ziele der Hisbollah angegriffen und Dutzende von Terroristen ausgeschaltet. Unter den Zielen befand sich auch ein Raketenwerfer, der für den Angriff auf Ma'alat Tarshiha verwendet wurde, wobei ein Zivilist getötet wurde. Im Laufe des vergangenen Tages setzte die 146. Division ihre Operationen im Südlibanon fort, wobei die Truppen Munition aufspürten und Dutzende von Terrorzellen angriffen, darunter auch Standorte für Panzerabwehrraketen und Militärgebäude. Außerdem identifizierten und töteten sie per Drohne Terrorzellen der Hisbollah. Die 91. Division zerstört weiterhin Tunnelöffnungen, sucht nach Munition und eliminiert Terroristen. Im Laufe des vergangenen Tages fanden die Einsatzkräfte Flugabwehrraketen und Karten, darunter auch israelische Ziele für Raketenangriffe. Während der Operationen fanden die Truppen eine große Anzahl von Munition und Raketenwerfern, die in den Herzen von Zivilisten platziert und auf nordisraelische Gemeinden gerichtet waren. Scheinbar ungeachtet der Empörung der ultraorthodoxen Kabinettsmitglieder über die Nichtverabschiedung des Entwurfs des Befreiungsgesetzes machten Premierminister Benjamin Netanyahu und Finanzminister Bezalel Smotrich auf der Kabinettssitzung deutlich, dass die Haushaltsabstimmung rechtzeitig und nach den geplanten Grundsätzen erfolgen muss, und betonten, dass sie von den Ministern erwarten, dass sie die Angelegenheit rechtzeitig unterstützen. Laut einer Erklärung des Büros des Ministerpräsidenten forderte Netanyahu seine Kabinettminister zu Gesprächen mit Beamten des Finanzministeriums auf, bevor das Kabinett am Donnerstag über den Staatshaushalt für das kommende
kommende Jahr berät. Smotrich warnte, dass ein schwieriger Kriegshaushalt von den Ministern finanzpolitische Verantwortung erfordere, um die Wirtschaft nach den Kämpfen wieder auf einen angemessenen Wachstumspfad zu bringen. Darüber hinaus wies der Finanzminister ein Ultimatum des Wohnbauministers Yahadut Hatorai Yitzhak Goldknopf zurück, das Gesetz zur Befreiung von der Wehrpflicht vor dem Haushalt zu verabschieden, und sagte, das wird nicht passieren. Die georgische Staatsanwaltschaft kündigte an, dass sie Ermittlungen wegen mutmaßlichen Betruges bei den Parlamentswahlen einleiten werde und forderte den Präsidenten des Landes auf, die Betrugsvorwürfe gegen die Regierungspartei, die die Wahl gewonnen hat, zu erläutern. Die Ankündigung erfolgte 4 Tage, nachdem die Opposition von Unregelmäßigkeiten bei den Parlamentswahlen in dem Kaukasusland gesprochen hatte. Nach den offiziellen Ergebnissen hat sie die seit 2012 regierende Partei Georgischer Traum, Demokratisches Georgien, mit rund 54% der Stimmen gewonnen. In der Werft von BAE Systems, Großbritanniens größten Rüstungsunternehmen im Nordwesten Englands, wo atomangetriebene U-Boote für die britische Royal Navy gebaut werden, ist ein Feuer ausgebrochen. Es bestehe keine Gefahr einer nuklearen Verseuchung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Anlage in Barrow-in-Furness in Cumbria geriet am Mittwoch im Morgengrauen in Brand. Das Feuer wurde von der Polizei der Grafschaft als erheblich bezeichnet und war am Morgen noch nicht gelöscht. 2 Personen wurden mit Symptomen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird es ruhig und der Himmel ist sternenklar. Morgen könnte es leichte Abkühlung einsetzen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 6 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 15 und 18 Grad am Nachmittag.